Ich heiße Melek Sağlam. Ich habe circa vor 15 Jahren die wahlwerbende Gruppe Türkisch gegründet. Die Sprache, also egal in welchem Betrieb ich gearbeitet habe, wurde gesagt, ja super, Sie können halt eine andere Sprache, Muttersprache ist eine andere Sprache, das ist gut für die Firma, aber nach einer Weile hast du gemerkt, wenn du mit den Klienten gesprochen hast, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, war es einfach in den Betrieben schwierig, ja, warum ich diese Sprache nütze. Und ich habe mir die Aufgabe gemacht, als Kammerrätin, ich gehe immer bei so Bäckereien und bei den Unternehmen und mache Gespräche so mit den Mitarbeitern. Wie schaut es mit der Muttersprache? Ist das irgendwie für die Firma gut? Dürft ihr eure Muttersprache mit euren Klientel sprechen? Also ich habe mir so ein bisschen die Aufgabe gemacht, die Muttersprache inwieweit in den Betrieben willkommen oder nicht willkommen sind. Mir, dass da halt von dieser gleichen Kultur 10 Leute sind, wo sie sagen, okay, ja, ich bin auch der Meinung, also dass man nicht so allein dasteht. Und diese Herausforderung ist immer noch da, ja. Selbstbewusstsein, also für die 4., 5. Generation von der Gastarbeiterkinder, sage ich einmal, egal von welchem Land sie kommen, dass man einfach die Herkunft und die Sprache von diesen Menschen, von diesen jungen Menschen wertschätzen soll und einfach das Gefühl geben soll, super, du kannst eine Sprache mehr, und ob diese Sprache in diesem Unternehmen genützt wird oder nicht genützt wird, es sollte einfach keine Grenzen gesetzt werden, und ich denke, jede kulturelle Herkunft und jeder Wissen von einer anderen Kultur ist für jedes Unternehmen ein Gut. Wenn ich irgendwie weiß, meine Muttersprache, meine Herkunft ist auch wertvoll, habe ich also das stärkt mich einfach. Ja. Und ich bin stolz, dass ich eine schöne Muttersprache habe. Ich bin sehr interessiert, ich recherchiere sehr viel, also wenn ich bei einer Behörde anrufe und einen Nein bekomme, dann muss ich halt mit 10 anderen von der gleichen Stelle reden, ob wirklich auch die einig sind. Also ich bin sehr zielstrebig, ja. Und wenn es auf diesem Weg nicht geht, versuche ich irgendwie von einer anderen Weg. Also sie sollen stolz sein, wenn sie von einem anderen Land stammen, wenn sie auch anders ausschauen und die Sprache nicht so perfekt können. Also das war auch immer ein WW-Punkt von mir, wo ich einfach mündlich irgendwie noch überall arbeiten konnte, aber schriftlich habe ich mir jahrelang schwer getan, weil in meiner Muttersprache das Grammatik nicht fest war. Und ich denke also, man soll einfach mit dem stolz sein, was man ist.